gibt eine erschütternde Wahrheit, die man in den meisten Geschichtsbüchern nicht findet. Eine Wahrheit, die dich persönlich betrifft. Du verdankst dein Leben diesem einen Mann. Sieh ihn dir an. Wenn er heute in dieser gefrorenen Hölle vor einem 6 Tonnen schweren, lebendigen Panzer versagt, wenn er fällt, dann reißt seine Blutlinie für immer ab. Und sollte das geschehen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du heute nicht existierst, dass du dieses Video niemals sehen würdest. Warum entscheidet der einsame Kampf eines prähistorischen Jägers vor 50.000 Jahren über dein Schicksal im Hier und Jetzt? Die Antwort liegt in einem schockierenden genetischen Geheimnis, das tief in deinen eigenen Zellen verborgen liegt. Ich werde dieses Rätsel am Ende des Videos enthüllen. Schließ deine Augen. Lass dich von mir entführen in eine vergessene Welt vor 50.000 Jahren. Wir stehen in einer windgepeitschten Schlucht des Neandertals, im Herzen des heutigen Deutschlands. Es ist eine raue und wilde Welt, die unter einer klirrenden Kälte von minus 25 Grad erstarrt ist. Aber die Kälte der Eiszeit ist nicht wie der Winter, den du kennst. Sie ist eine Urgewalt. Sie ist ein unsichtbares Raubtier, das niemals schläft. Sie lässt dich nicht nur zittern. Sie beißt sich wie 1000 winzige Nadeln in dein ungeschütztes Fleisch. Sie lässt die Feuchtigkeit in deinen Lungen gefrieren. Jedes Mal, wenn du wagst, einen Atemzug zu nehmen. Im flackernden Dämmerlicht der Höhle liegt Kyle wach. Kyle lauscht einem Geräusch, das schlimmer ist als jeder Sturm. Es ist das rasselnde, trockene Atmen von Nara, seiner kleinen Tochter, kaum 5 Jahre alt. Hör genau hin. Jeder ihrer Atemzüge klingt schwer, wie zerknülltes altes Pergament. Es ist der Klang des Lebens, das langsam, Millimeter für Millimeter, den kleinen Körper verlässt. Nara stirbt, nicht durch ein Virus, nicht durch die Klaue eines Bären, sondern durch einen Feind, der brutaler und gnadenloser ist als jedes Monster der Eiszeit, der absolute Hunger. Seit 6 Tagen hat Kyles Clan kein einziges Stück Fleisch mehr gesehen. Der Winter kam früh und mit einer Härte, die selbst die Alten nicht kannten. Naras Körper hat begonnen, sich selbst zu verzehren. Es ist der grausamste biologische Mechanismus der Natur. Wenn keine Fettreserven mehr da sind, beginnt der Körper, die eigenen Muskeln zu verdauen. Dann die inneren Organe. Er opfert alles, nur um das Gehirn mit einem letzten Rest Energie zu versorgen. Kyle versteht das. Er hat gesehen, wie seine Mutter so starb. Er weiß, dass der Tod bereits am Fußende ihres Lagers sitzt und wartet. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum halten sie das nicht aus? Urzeitmenschen sind doch hart im Nehmen. Hier liegt die wahre Tragödie der Neandertaler. Kyles Körper ist ein biologisches Meisterwerk. Aber in Zeiten des Mangels ist er eine tödliche Falle. Sieh dir seine Anatomie an. Er besitzt eine Muskelmasse, die jeden heutigen Bodybuilder in den Schatten stellt. Seine Knochen sind so dick und hart wie Granit, gebaut, um Knochenbrüche zu überstehen. Sein Gehirn ist riesig, sogar größer als deines. Aber was ist der Preis für diesen biologischen Ferrari? Treibstoff. Gewaltige Mengen an Treibstoff. Kyle muss 5000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, nur um im Ruhezustand zu existieren. Das ist das Doppelte eines olympischen Hochleistungssportlers. Das bedeutet, wenn wir hungrig sind, fühlen wir uns schwach. Aber wenn Kyle hungert, kollabiert sein ganzes System in rasender Geschwindigkeit. Sein Hunger ist ein echter körperlicher Schmerz, eine Folter, die ihn von innen auffrisst. Die Last von 12 Seelen liegt auf seinen Schultern. Wenn er heute versagt, wird das Feuer in dieser Höhle für immer erlöschen.
Kyle küsst Nara auf die kalte Stirn. Er steht auf. Er greift nach seinem Speer. Der Schmerz in seinen Augen weicht einem anderen Ausdruck, dem eiskalten Fokus eines Raubtiers. Doch bloßer Wille reicht nicht. Um den Hunger dieser Eiszeit zu besiegen, kann Kyle sich nicht nur auf rohe Muskelkraft verlassen. Er braucht eine Spezialwaffe, eine Erfindung, die ihrer Zeit weit voraus ist. Aber halt, bevor das erste Blut fließt, müssen wir verstehen, was hier gerade passiert. Was Kyle jetzt tut, ist der unwiderlegbare Beweis, der den alten Mythos zerschmettert, Neandertaler seien dumme Keulenschwinger gewesen. Er macht seine Waffe jagdbereit. Doch die Steinspitze bloß mit Lederriemen festzuzurren, reicht ihm nicht. Die Verbindung würde beim Aufprall auf den dicken Mammutpanzer sofort nachgeben. Wie also können Stein und Holz zu einer Einheit verschmelzen? Die Antwort liegt in seinem nächsten, verblüffenden Schritt. Machen Sie sich auf einen Schock gefasst. Kyle greift in die Trickkiste der Wissenschaft. Er produziert gerade den ersten synthetischen Klebstoff der Menschheitsgeschichte. Birkenpech. Das Verrückte daran ist, um diese schwarze Masse zu gewinnen, führt Kyle einen Prozess durch, den Chemiker heute ehrfurchtsvoll Trockendestillation nennen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Er muss die Rinde auf exakt 340 bis 400 Grad Celsius erhitzen. Und das unter komplettem Ausschluss von Sauerstoff. Ein paar Grad zu heiß, alles verbrennt zu nutzloser Asche. Zu kalt. Und es fließt kein Pech. Er hat kein Labor, kein digitales Thermometer. Woher kannte Kyle diese präzise chemische Formel? Das bleibt bis heute ein Rätsel, das die moderne Wissenschaft verblüfft. Doch wenn diese Flüssigkeit abkühlt, wird sie hart, wie Beton. Das ist kein Basteln, das ist Ingenieurskunst. Und genau diese Chemie gibt ihm die winzige 1% Chance, den kommenden Kampf zu überleben. 3 kleine Männer treten hinaus in die Todeszone. Ihre Welt ist nichts für schwache Nerven. In diesem Tal jagen riesige Eiszeitwölfe und Hyänen. Die Knochen zerbeißen wie trockene Zweige. Aber die Beute, die Kyle sucht, ist gefährlicher als alle diese Raubtiere zusammen. Ein Rentier reicht heute nicht. Sie brauchen einen Berg aus Fleisch. Einen Jackpot. Plötzlich setzt Kyles Herz einen Schlag aus. Der Geruch von Moschus und Urin liegt schwer in der eisigen Luft. Und da ist er. Ein Fußabdruck im Schnee. Tief und gewaltig, wie ein Krater. Die Spur ist frisch. Aus dem gepressten Eis steigt noch Wärme auf. Der Feind ist nah. Der unbestrittene König der Eiszeit. Das Wollhaar-Mammut. Vergiss alles, was du aus Filmen wie Ice Age weißt. Mammuts waren keine freundlichen Wesen. Dieser Bulle ist etwa 3 Meter hoch, etwas kleiner als ein heutiger afrikanischer Elefant. Aber lass dich nicht täuschen, er ist ein biologischer Panzer. 6 Tonnen Muskeln und Wut. Sein Schwerpunkt liegt tief, kaum umzuwerfen. Geschützt von einer 10 cm dicken Fettschicht und Fell. So dicht, dass es wie eine kugelsichere Weste wirkt. Und seine Waffen? Stoßzähne, gebogen wie Sensen. Bereit, alles niederzumähen. Diesem Giganten steht nur ein zerbrechlicher Körper mit einem primitiven Steinspeer gegenüber. Das ist keine Jagd mehr. Das ist Wahnsinn. Es ist, als würdest du versuchen, einen fahrenden Panzer mit einem Schraubenzieher zu stoppen. Der Feind hat sich gezeigt. Eine lebende, uneinnehmbare Festung. Aber Kyle hat keinen Rückzugsweg. Kyle spürt den ersterbenden Atem seiner Tochter förmlich in seinem eigenen Herzschlag. Er gibt seinen Brüdern ein Zeichen. Der Einsatz ist ihr Leben. Das Spiel beginnt. Die Jäger verteilen sich. Wir, die Homo sapiens, hätten Speere aus sicherer Entfernung geworfen. Aber Kyle ist anders gebaut. Seine Anatomie erlaubt keine weiten Würfe. Ihm bleibt nur eine Option. Explosive, rohe Gewalt im Nahkampf. Ohne Pfeil und Bogen bleibt ihnen keine Wahl. Ihre Taktik grenzt an ein Himmelfahrtskommando. Sie müssen nah ran. Nah genug,
um den stechenden Gestank des Bullen zu schmecken. Nah genug, um das Grollen in seinem Magen zu hören. Nah genug, um den Tod zu berühren. Kyle übernimmt die Rolle des Köders. Ein lebendes Zielschild. Er muss die Wut des Monsters auf sich ziehen, damit seine Brüder Thor und Ren die weiche Flanke aufreißen können. Ein falscher Schritt, ein Drehen des Windes. Und sie sind Geschichte. Doch dann das Desaster. Der Wind dreht. Das Monster wittert sie. Es ignoriert den Köder. Es stürmt direkt auf seinen Bruder Thor zu, der hilflos im Schnee liegt. 6 Tonnen Muskelmasse beschleunigen auf 40 Stundenkilometer. Kyle muss handeln. Sein Verstand schaltet ab, der Urinstinkt übernimmt. Er springt aus der Deckung, brüllt aus vollem Hals. Es funktioniert. Die Dampfwalze stoppt und dreht sich zu Kyle. Der Boden bebt so stark, dass er kaum stehen kann. Flucht ist unmöglich. Im Tiefschnee ist er zu langsam. Er bleibt stehen. Eine Statue aus Fleisch und Blut. Er umklammert seinen Speer. Jetzt muss die Chemie halten. Jetzt muss das Birkenpech beweisen, was es kann. Die Stoßzähne kommen näher. 5 Meter, 3 Meter. Der heiße Atem trifft sein Gesicht. Ratsch! Ein Stoßzahn reißt Kyles Schulter auf. Haut platzt. Blut spritzt in den weißen Schnee. Aber Kyle ignoriert den Schmerz. Er ist in der toten Zone. Unter dem Kopf. Mit der gesamten Kraft seiner Genetik stößt er den Speer von unten nach oben. Die Steinspitze durchdringt die dicke Haut am Hals, schneidet durch Muskeln und bohrt sich tief in die Hauptschlagader. Ein Volltreffer. Eine Blutfontäne schießt heraus. Das Tier tobt, schleudert Kyle zur Seite wie eine Stoffpuppe. Er knallt hart gegen einen Felsen. Dunkelheit umfängt ihn. Thor und Ren stürmen heran, stoßen nach. Der Panzer wankt, stößt einen letzten Klagelaut aus und stürzt mit einem dumpfen Schlag, der das ganze Tal erzittern lässt. Zusammen. Der Schnee färbt sich dunkelrot. Das Monster ist gefallen. Aber der wahre Sieg liegt nicht auf diesem blutigen Schlachtfeld. Er liegt dort hinten in der Höhle, wo ein kleines Herz nur noch die letzten schwachen Schläge tut. Kyle spürt keinen Triumph. Er spürt nur Angst. Er rennt zurück zur Höhle, so schnell seine verletzten Beine ihn tragen. Er stürzt zu Naras Lager. Mit zitternden, blutigen Händen zerdrückt er das Stück Leber und lässt den warmen, lebensspendenden Saft behutsam über ihre Lippen träufeln. 1 Sekunde vergeht, 2 Sekunden, nichts. Nara liegt still da, der Saft läuft einfach an ihrem Mundwinkel herunter. Sie schluckt nicht, Totenstille in der Höhle. Kyle hat das Monster besiegt. Er hat sein eigenes Blut gegeben. Aber hat er den Wettlauf gegen den Tod verloren? Er vergräbt sein Gesicht an ihrer Brust. Ein unterdrücktes, schmerzvolles Schluchzen schüttelt seinen massiven Körper. Er hat versagt. Doch dann ein winziges Zucken, ein schwaches Husten. Nara schluckt. Kyle reißt den Kopf hoch. Er sieht, wie ihre Augenlider flattern. Sie öffnen sich. Der Blick ist müde, aber das Leben ist zurückgekehrt. Sie sieht ihren Vater an und ihre kleine Hand umschließt seinen riesigen Daumen. In diesem Moment weint der stärkste Krieger der Eiszeit hemmungslos vor Glück. In dieser Nacht ist der Clan gerettet. Das Feuer brennt hell. Aber sieh dir Kyle an. Er ist nicht das beste Stück. Er ist gar nichts. Er gibt alles Nara und seinem alten Vater. Seine Schulterwunde blutet durch den Verband. Sein eigener Körper schreit vor Hunger. Aber er sitzt einfach da, im Schatten, und lächelt, während seine Tochter isst. Das ist die wahre Definition eines Vaters. Ich kann hungern, ich kann bluten, ich kann sterben, solange du lebst. Jener Winter war gnadenlos, aber Kyle und seine Familie haben der Kälte das Leben abgerungen. Aber die Geschichtsbücher behaupten oft, sie seien ausgestorben, dass sie im Spiel der Evolution versagt haben. Ist das wirklich wahr? Hier ist die Antwort auf mein Versprechen vom Anfang. Die moderne Wissenschaft beweist, Kyle ist nicht tot, er ist hier. Wenn du Wurzeln in Europa oder Asien hast, trägst du 2-4% Neandertaler-DNA in dir. Dein starkes Immunsystem, deine helle Haut, deine Fähigkeit, Wunden schnell zu heilen. Das sind Abschiedsgeschenke, die Kyle in jener Nacht mit seinem Blut für dich erkaufte.
Wir sind nicht das Ende der Neandertaler, wir sind ihre Wiedergeburt. Aber um zu verstehen, warum wir heute hier sind, müssen wir den Anfang der Geschichte kennen. Vor 1,5 Millionen Jahren geschah das Unfassbare. Ein unsichtbarer Riss spaltete unsere Vorfahren in zwei Welten. Der eine Zweig, Population A, überlebte einen brutalen genetischen Flaschenhals und formte die härtesten Überlebenskünstler der Geschichte, die Neandertaler. Doch der andere Zweig, Population B, verschwand spurlos im Schatten der Zeit, bis zu jenem Tag, an dem beide Blutlinien in einer schicksalhaften Konfrontation aufeinanderprallten. Neandertaler und wir, Sapiens. Gibt es eine verbotene Verbindung? Wie konnte ein tot geglaubter Ast heimlich die Architektur unseres Gehirns neu schreiben? Die Antwort wird ihr Weltbild erschüttern. In Teil 2, Neandertaler und Sapiens, die 1,5 Millionen Jahre währende Trennung und ihre Wiedervereinigung. Wenn Kains Kampf dich berührt hat, dann zolle ihm mit einem Like Respekt, ein kleiner Gruß durch die Jahrtausende. Doch eine dunkle Frage bleibt offen und dazu brauche ich deine Meinung. Warum sind wir noch hier und sie nicht? Haben wir Sapiens den Sieg davongetragen, weil wir genialer waren oder einfach nur grausamer? War es Überlegenheit oder der erste Völkermord der Geschichte? Schreib mir deine Theorie unten rein. Die Diskussion ist eröffnet. Abonniere den Kanal, denn in Teil 2 enthüllen wir den wahren Grund der Trennung. Wir sehen uns im Fluss der Geschichte.